Die Hochzeitsgäste warteten nur wenige Minuten. Niemand machte sich zunächst Sorgen. Warum auch? Die Braut hatte sich kurz vor der Zeremonie lediglich entschuldigt und gesagt, dass sie einen Moment für sich brauche. Ein paar Minuten Ruhe. Ein letzter Augenblick allein, bevor sie vor den Altar treten würde. Nichts Ungewöhnliches. Nichts, das Aufmerksamkeit erregt hätte. An diesem Nachmittag im Mai herrschte auf dem Gelände der kleinen Oak Haven Chapel eine beinahe perfekte Stimmung. Die Kapelle lag am Rand eines ausgedehnten Waldgebiets. Das Wetter war mild. Zwischen den Bäumen fiel goldenes Sonnenlicht auf die Wege und die Gäste unterhielten sich leise vor dem Beginn der Zeremonie. Elizabeth Carter, 29 Jahre alt, sollte in weniger als 20 Minuten ihren Verlobten Benjamin heiraten. Freunde beschrieben sie später als ruhig, zuverlässig und glücklich. Niemand bemerkte etwas Ungewöhnliches an ihr. Niemand bemerkte Angst. Niemand bemerkte Zweifel. Kurz vor Beginn der Zeremonie verließ Elizabeth die Vorbereitungsräume der Kapelle und ging in einen kleinen Nebenraum. Eine ihrer Freundinnen sah sie noch. »Ich brauche nur 1 Minute«, soll Elizabeth gesagt haben. Danach schloss sie die Tür. Es waren die letzten bestätigten Worte, die jemals von ihr gehört wurden. Zunächst schenkte niemand dem Ganzen besondere Beachtung. Die Minuten vergingen. Die Gäste nahmen ihre Plätze ein. Der Organist begann bereits einige Stücke zu spielen. Benjamin wartete am Altar. Doch Elizabeth erschien nicht. 5 Minuten wurden 10. 10 Minuten wurden 15. Schließlich ging eine Freundin nachsehen. Der Raum war verschlossen. Sie klopfte. Keine Antwort. Noch einmal. Stille. Nach mehreren Versuchen wurde die Tür geöffnet. Und genau in diesem Moment begann einer der rätselhaftesten Vermisstenfälle der Region. Der Raum war leer. Elizabeth war verschwunden. Die Anwesenden überprüften sofort jedes Detail. Das Fenster war geschlossen. Der Raum besaß keinen zweiten Ausgang. Es gab keinen offensichtlichen Fluchtweg. Keine Hinweise auf einen Unfall. Keine Nachricht. Keine Spur. Nichts. Innerhalb weniger Minuten suchten die Hochzeitsgäste die gesamte Kapelle ab. Dann das Außengelände. Dann die Waldwege. Jemand alarmierte die Polizei. Immer mehr Menschen beteiligten sich an der Suche. Doch Elizabeth blieb verschwunden. Später sollten Ermittler bestätigen, dass niemand sie beim Verlassen des Gebäudes gesehen hatte. Niemand hatte Schreie gehört. Niemand hatte verdächtige Personen bemerkt. Es war, als hätte sich die Braut einfach in Luft aufgelöst. In den folgenden Tagen entwickelte sich der Fall zu einem landesweiten Thema. Zeitungen berichteten darüber. Fernsehsender griffen die Geschichte auf. Und während die Suche immer größer wurde, stellte sich eine Frage, auf die niemand eine Antwort hatte. Wie verschwindet ein Mensch aus einem verschlossenen Raum voller Zeugen? Noch merkwürdiger war jedoch, dass dies nur der Anfang war. Denn fast 16 Monate später sollte eine Entdeckung gemacht werden, die den gesamten Fall in ein noch düstereres Licht rückte. Eine Entdeckung, die bis heute Fragen aufwirft. Fragen, die niemals vollständig beantwortet wurden. Bevor der Fall zu einer landesweiten Schlagzeile wurde, bevor Ermittler, Suchtrupps und Journalisten sich mit dem Verschwinden beschäftigten, war der 15. Oktober 2016 für alle Beteiligten lediglich ein besonderer Tag. Ein Hochzeitstag. Für Elizabeth Carter und Benjamin Carter sollte er den Beginn eines neuen Lebens markieren. Die beiden hatten sich mehrere Jahre zuvor kennengelernt. Freunde beschrieben ihre Beziehung später als stabil und harmonisch. Es gab keine bekannten Konflikte, keine Trennungen, keine Vorfälle, die darauf hingedeutet hätten, dass einer von ihnen die Hochzeit in Frage stellte. Die Planungen hatten fast 1 Jahr gedauert. Die Wahl der Kapelle war bewusst getroffen worden. Oak Haven Chapel lag am Rand von Portland. Dort, wo die Vororte langsam in die dichten Wälder des Forest Parks übergingen. Das Gebäude stammte aus den frühen 1920er Jahren
und war für seine markante Architektur bekannt. Massive Steinmauern, dunkle Holzbalken, hohe Buntglasfenster. Wer die Kapelle zum ersten Mal sah, hatte oft das Gefühl, ein Gebäude aus einer anderen Zeit zu betrachten. Selbst an sonnigen Tagen wirkte Oak Haven ungewöhnlich düster. Die Schatten zwischen den Bäumen reichten bis an die Außenmauern heran, und die alten Fenster ließen das Licht nur gedämpft ins Innere. Viele Besucher fanden genau das reizvoll. Andere empfanden die Atmosphäre als bedrückend. Am Morgen der Hochzeit spielte das jedoch keine Rolle. Die Vorbereitungen verliefen reibungslos. Fotografen liefen zwischen den Gästen umher. Blumen wurden dekoriert. Familienmitglieder begrüßten sich. Die Musiker bereiteten sich vor. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Tag in einer Katastrophe enden würde. Mehrere Stunden später sollten die Ermittler Dutzende Aussagen aufnehmen. Und fast alle Zeugen beschrieben denselben Eindruck. Elizabeth wirkte glücklich. Sie lächelte auf den Fotos. Sie unterhielt sich mit ihren Freundinnen. Sie scherzte mit ihrer Schwester. Niemand bemerkte Nervosität, die über das normale Maß einer Braut hinausging. Auch Benjamin fiel später nichts Ungewöhnliches ein. Im Gegenteil. Er erklärte, dass Elizabeth an diesem Tag sogar entspannter gewirkt habe als in den Wochen zuvor. Genau deshalb sollte die Theorie einer spontanen Flucht später so viele Probleme aufwerfen. Denn nichts an ihrem Verhalten sprach dafür. Kurz vor Beginn der Zeremonie wurde die Atmosphäre in der Kapelle ruhiger. Die Gäste nahmen ihre Plätze ein. Der Organist begann zu spielen. Die Gespräche verstummten allmählich. Alle warteten auf den Moment, in dem sich die Türen öffnen würden. Währenddessen zog sich Elizabeth in einen kleinen Vorbereitungsraum im östlichen Teil der Kapelle zurück. Der Raum war nicht groß. Er wurde normalerweise von Brautpaaren genutzt, um sich vor dem Einzug noch einmal zu sammeln. Dort stand ein kleiner Schminktisch, ein Spiegel, ein Stuhl, mehr nicht. Der Raum besaß nur eine Tür und ein altes Fenster, das seit Jahren verschlossen war. Nichts Besonderes. Zumindest schien es so. Auf später ausgewerteten Aufnahmen der Hochzeitskamera ist Elizabeth noch zu sehen, wie sie den Flur entlang geht. Sie trägt ihr weißes Kleid, den langen Schleier, und sie wirkt vollkommen entspannt. Wenige Sekunden später verschwindet sie hinter der Tür. Niemand schenkte diesem Moment besondere Aufmerksamkeit. Warum auch? Für alle Anwesenden war es lediglich eine Braut, die sich vor ihrer Hochzeit noch einmal kurz zurückziehen wollte. Erst Stunden später sollten Ermittler die Aufnahmen Bild für Bild analysieren. Immer wieder. In Zeitlupe. Auf der Suche nach einem Detail, das alles erklären könnte. Doch selbst nach unzähligen Untersuchungen blieb eine Tatsache unverändert. Die Kamera zeigte Elizabeth beim Betreten des Raumes. Doch sie zeigte niemals, wie sie ihn wieder verließ. Und genau an diesem Punkt begann eines der größten Rätsel, das die kleine Kapelle von Oak Haven jemals erlebt hatte. Um 13:50 Uhr betrat Elizabeth den kleinen Vorbereitungsraum im östlichen Flügel der Kapelle. Nach den späteren Ermittlungen gilt dieser Zeitpunkt als die letzte zweifelsfrei bestätigte Sichtung. Was danach geschah, konnte niemals vollständig rekonstruiert werden. Zunächst verlief alles vollkommen normal. Die Gäste warteten im Kirchenschiff. Der Organist spielte. Fotografen bereiteten ihre Kameras vor. Familienmitglieder unterhielten sich leise. Niemand ahnte, dass sich nur wenige Meter entfernt bereits etwas ereignete, das später jahrelang diskutiert werden sollte. Etwa 5 Minuten nach Elizabeths Verschwinden näherte sich ihre Trauzeugin Sarah dem Raum. Die Zeremonie sollte in Kürze beginnen und sie wollte nachsehen, ob alles in Ordnung war. Sarah klopfte an die Tür. Fast sofort erhielt sie eine Antwort. Eine ruhige Antwort. Eine normale Antwort. Nichts an der Stimme klang ungewöhnlich. Keine Angst, keine Panik. Keine Bitte um Hilfe. Lediglich ein kurzer Satz. »Gib mir noch eine Minute.« Sarah erinnerte sich später mehrfach an genau diese Worte.
Sie war überzeugt, dass es Elizabeth gewesen war. Daran hatte sie niemals Zweifel. Beruhigt kehrte sie zu den anderen zurück. Niemand machte sich Sorgen, doch diese Minute verging. Dann noch eine. Und noch eine. Die Gäste wurden langsam unruhig. Der Organist wiederholte einige Stücke. Benjamin wartete am Altar. Zunächst lächelte er noch, dann begann er nervös auf die Uhr zu schauen. Schließlich wurden aus Minuten beinahe 15. Jetzt bemerkten alle, dass etwas nicht stimmte. Sarah ging erneut zum Raum. Wieder klopfte sie. Keine Antwort. Sie rief Elizabeths Namen. Stille. Ein weiteres Klopfen. Nichts. Als Benjamin informiert wurde, verließ er sofort den Altarbereich. Gemeinsam mit Elizabeths Vater lief er in den östlichen Flügel der Kapelle. Mehrere Gäste folgten ihnen. Wieder wurde geklopft. Diesmal deutlich lauter. Doch aus dem Raum kam keine Reaktion. Zu diesem Zeitpunkt ging man noch von einer simplen Erklärung aus. Vielleicht war Elizabeth ohnmächtig geworden. Vielleicht hatte sie Kreislaufprobleme. Vielleicht war sie gestürzt. Niemand dachte an ein Verbrechen. Dann wurde die Tür geöffnet. Und alles änderte sich. Der Raum war leer. Nicht teilweise leer. Nicht verwüstet. Nicht beschädigt. Einfach leer. Elizabeth war verschwunden. Die Anwesenden benötigten einige Sekunden, um zu begreifen, was sie sahen. Auf dem Schminktisch lagen ihre persönlichen Gegenstände. Der Blumenstrauß befand sich noch dort. Ein Lippenstift lag neben dem Spiegel. Der Stuhl stand an seinem Platz. Nichts wirkte überstürzt. Nichts deutete auf einen Kampf hin. Und vor allem gab es keinen offensichtlichen Fluchtweg. Die Ermittler sollten später bestätigen, dass das Fenster von innen verriegelt war. Es ließ sich nicht ohne weiteres öffnen. Der Raum besaß keinen zweiten Ausgang, keine versteckte Tür, keinen Zugang zu anderen Räumen. Und dennoch war die Braut verschwunden. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb weniger Minuten in der gesamten Kapelle. Einige Gäste begannen sofort, das Gelände abzusuchen. Andere liefen die Waldwege entlang, wieder andere kontrollierten Parkplätze und Zufahrten. Niemand fand etwas. Weder Elizabeth noch einen Hinweis darauf, wohin sie gegangen sein könnte. Als die Polizei eintraf, begann eine der ungewöhnlichsten Vermisstenermittlungen der Region. Suchhunde wurden eingesetzt. Zeugen befragt. Die Kapelle wurde vollständig durchsucht. Doch bereits in den ersten Stunden stießen die Ermittler auf ein Problem. Die Fakten ergaben keinen Sinn. Denn während einige Theorien davon ausgingen, dass Elizabeth freiwillig verschwunden sein könnte, stellte sich sofort dieselbe Frage. Wie sollte eine Frau in einem schweren Hochzeitskleid einen Raum verlassen haben, ohne dass auch nur eine einzige Person sie sah? Je länger die Ermittler darüber nachdachten, desto rätselhafter wurde die Situation. Und noch wusste niemand, dass die Suche nicht Tage oder Wochen dauern würde, sondern fast 1,5 Jahre. Noch am selben Nachmittag wurde die Suche ausgeweitet. Was zunächst wie ein medizinischer Notfall behandelt worden war, entwickelte sich innerhalb weniger Stunden zu einem vermissten Fall, der selbst erfahrene Ermittler vor ein Rätsel stellte. Die Polizei sperrte die Kapelle ab. Jeder Gast wurde befragt. Fotografen mussten ihre Aufnahmen abgeben. Sämtliche verfügbaren Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Niemand durfte das Gelände verlassen, bevor seine Aussage aufgenommen worden war. Die Hoffnung war einfach. Irgendjemand musste etwas gesehen haben. Irgendjemand musste bemerkt haben, wie Elizabeth den Raum verlassen hatte. Doch genau das geschah nicht. Je mehr Zeugen befragt wurden, desto klarer wurde ein beunruhigender Umstand. Niemand konnte erklären, wohin sie gegangen war. Mehrere Personen hatten sich während der entscheidenden Minuten im Flur aufgehalten. Andere standen in unmittelbarer Nähe des Ausgangs. Einige Gäste unterhielten sich direkt vor den Fenstern der Kapelle. Trotzdem hatte niemand Elizabeth gesehen. Es war, als wäre sie spurlos verschwunden. Am Abend begann die eigentliche Suchaktion.
Da sich die Kapelle am Rand des Forest Parks befand, konzentrierten sich die Ermittler zunächst auf das Waldgebiet. Die Theorie war nachvollziehbar. Vielleicht hatte Elizabeth die Hochzeit in letzter Minute abbrechen wollen. Vielleicht war sie in Panik geraten. Vielleicht hatte sie versucht, allein zu sein. Doch bereits wenige Stunden später begannen diese Erklärungen, Probleme aufzuwerfen. Suchhunde wurden eingesetzt. Sie erhielten Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände von Elizabeth, um ihre Spur aufzunehmen. Zunächst funktionierte alles wie erwartet. Die Hunde reagierten auf ihren Geruch. Sie folgten ihm bis zum Vorbereitungsraum. Dort verloren sie ihn. Mehrere Hundeführer beschrieben später dieselbe Beobachtung. Die Tiere wirkten verwirrt. Sie liefen im Kreis. Sie suchten erneut. Doch die Spur setzte sich nicht fort. Es gab keinen klaren Weg nach draußen, keinen Pfad in den Wald, keine Richtung. Als wäre ihr Geruch einfach verschwunden. Für die Ermittler war das zwar ungewöhnlich, aber noch kein Beweis für etwas Außergewöhnliches. Geruchsspuren können durch viele Faktoren beeinflusst werden. Dennoch blieb die Beobachtung in den Akten vermerkt. Währenddessen durchkämmten Suchtrupps den Forest Park. Und dieser Park war alles andere als klein. Tausende Hektar Wald, dichte Vegetation, versteckte Pfade, tiefe Schluchten, Gebiete, in denen man selbst tagsüber die Orientierung verlieren konnte. Hunderte Freiwillige beteiligten sich an der Suche. Polizisten bildeten Suchketten, Drohnen wurden eingesetzt. Sogar nahegelegene Gewässer wurden untersucht. Tag für Tag, Woche für Woche. Doch die Ergebnisse blieben dieselben. Nichts. Keine Fußspuren. Keine Kleidungsstücke. Keine persönlichen Gegenstände. Kein Hinweis auf einen Unfall. Kein Hinweis auf eine Entführung. Kein Hinweis auf ein freiwilliges Verschwinden. Selbst die Überprüfung von Überwachungskameras brachte kaum neue Erkenntnisse. Tankstellen, Geschäfte, Bushaltestellen, Parkplätze. Die Ermittler sichteten unzählige Stunden Videomaterial. Doch auf keiner Aufnahme erschien Elizabeth. Es war, als hätte sie die Kapelle nie verlassen. Mit jedem vergehenden Tag wuchs das öffentliche Interesse. Lokale Zeitungen berichteten über den Fall. Fernsehsender veröffentlichten Interviews mit Familienangehörigen. Immer mehr Menschen diskutierten darüber, was geschehen sein könnte. Doch unabhängig davon, welche Theorie man bevorzugte, blieb ein Problem bestehen. Keine von ihnen erklärte den verschlossenen Raum. Keine von ihnen erklärte, warum niemand etwas gesehen hatte. Nach mehreren Monaten begannen die Ermittlungen zu stagnieren. Mehr als ein Jahr verging. Die Suchaktionen wurden eingestellt. Die Ermittlungsakten blieben zwar geöffnet, doch neue Hinweise gab es kaum noch. Mit jedem Monat schwand die Hoffnung. Für die Öffentlichkeit wurde Elizabeths Verschwinden langsam zu einer jener Geschichten, die gelegentlich in Dokumentationen oder Zeitungsartikeln erwähnt werden, ohne dass jemals eine Antwort gefunden wird. Für Benjamin war es anders. Für ihn endete die Suche nie. Freunde berichteten später, dass sein Leben praktisch stehen geblieben sei. Die gemeinsame Wohnung blieb unverändert. Elizabeths Kleidung hing weiterhin im Schrank. Ihre persönlichen Gegenstände lagen dort, wo sie zurückgelassen hatte. Es war, als würde Benjamin darauf warten, dass sie jeden Moment durch die Tür kommen könnte. Doch dieser Moment kam nie. Bis zum Februar 2018. Zu diesem Zeitpunkt stand die Oak Haven Chapel bereits seit längerer Zeit weitgehend leer. Der Fall hatte dem Ruf der Kapelle geschadet. Viele Menschen wollten den Ort nicht mehr für Hochzeiten oder Veranstaltungen nutzen. Schließlich entschied man sich für umfangreiche Renovierungsarbeiten. Unter anderem sollte das veraltete Heizsystem modernisiert werden. Am Morgen des 5. Februar begannen mehrere Handwerker mit den Arbeiten im Kellerbereich. Zunächst verlief alles routinemäßig. Alte Leitungen wurden überprüft, Wände vermessen, Bodenplatten entfernt. Doch schon nach kurzer Zeit bemerkten einige Arbeiter etwas Seltsames.
In einem abgelegenen Bereich des Untergeschosses stimmten die ursprünglichen Baupläne nicht mit der tatsächlichen Struktur des Gebäudes überein. Dort, wo laut den Unterlagen ein leerer Versorgungsbereich sein sollte, befand sich eine zusätzliche Wand. Nichts daran wirkte auffällig. Die Wand war alt. Sie war in derselben Farbe gestrichen wie die umliegenden Flächen. Offenbar hatte jahrzehntelang niemand einen Grund gehabt, sie genauer zu untersuchen. Als die Arbeiter begannen, die Konstruktion zu entfernen, machten sie eine überraschende Entdeckung. Hinter der Wand befand sich kein weiterer Lagerraum, keine Rohrleitung, keine technische Anlage, sondern eine massive Metalltür, schwer, alt und vollständig verborgen. Niemand auf der Baustelle wusste von ihrer Existenz. Niemand konnte erklären, wohin sie führte. Zunächst hielt man sie für einen vergessenen Wartungsraum. Doch als die Tür schließlich geöffnet wurde, verstummten sämtliche Spekulationen. Dahinter befand sich eine kleine Kammer. Fensterlos, abgeschottet, tief im Fundament der Kapelle verborgen. Der Raum wirkte beengt und bedrückend. An den Wänden befanden sich Reste einer improvisierten Isolierung. In einer Ecke standen einfache Behälter. Auf dem Boden lag eine dünne Matratze. Und auf dieser Matratze lag eine Frau. Lebend. Die Arbeiter verständigten sofort den Notruf. Wenige Minuten später trafen Rettungskräfte ein. Was sie vorfanden, sollte später selbst erfahrene Einsatzkräfte erschüttern. Die Frau war stark unterernährt. Ihre Haut war ungewöhnlich blass. Sie reagierte kaum auf ihre Umgebung. Doch sie lebte. Und kurze Zeit später wurde ihre Identität bestätigt. Es war Elizabeth, die Frau, die 478 Tage zuvor aus einem verschlossenen Raum verschwunden war. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb weniger Stunden im ganzen Bundesstaat. Zeitungen veröffentlichten Eilmeldungen. Fernsehsender unterbrachen ihr Programm. Menschen, die den Fall längst aufgegeben hatten, konnten es kaum glauben. Elizabeth war gefunden worden, lebend. Doch mit ihrer Rettung endeten die Fragen nicht. Im Gegenteil, sie begannen erst. Denn obwohl Elizabeth körperlich gerettet worden war, konnte sie den Ermittlern kaum helfen. Nach Angaben der Ärzte befand sie sich in einem schweren psychischen Ausnahmezustand. Sie sprach nur selten. Viele Fragen beantwortete sie gar nicht. Andere beantwortete sie widersprüchlich. Noch beunruhigender war eine weitere Entdeckung. Die Untersuchungen im Krankenhaus ergaben, dass Elizabeth schwanger war. Jemand hatte sie über mehr als 16 Monate hinweg versteckt. Jemand hatte Zugang zu einem geheimen Raum unter der Kapelle gehabt. Und genau diese Erkenntnis machte den Fall noch unheimlicher als zuvor. Mit der Entdeckung von Elizabeth hofften die Ermittler, dass der Fall endlich aufgeklärt werden würde. Schließlich war die wichtigste Person des gesamten Falls wieder aufgetaucht. Wenn jemand Antworten liefern konnte, dann sie. Doch genau das geschah nicht. In den ersten Tagen nach ihrer Rettung war Elizabeth kaum ansprechbar. Ärzte und Psychologen beschrieben sie als verwirrt, erschöpft und schwer traumatisiert. Sie reagierte auf viele Fragen mit Schweigen. Manchmal starrte sie minutenlang ins Leere. Dann wieder begann sie plötzlich zu weinen, ohne erklären zu können, warum. Die Ermittler mussten vorsichtig vorgehen. Niemand wollte riskieren, ihren Zustand weiter zu verschlechtern. Deshalb wurden die Befragungen über Wochen verteilt. Doch selbst als sich ihr Gesundheitszustand langsam besserte, blieben ihre Aussagen lückenhaft. Elizabeth erinnerte sich an einzelne Fragmente, an Geräusche, an Schritte, an eine Stimme, an das Gefühl, dass regelmäßig jemand den Raum betrat. Doch wenn man sie fragte, wer diese Person gewesen sei, konnte sie keine Antwort geben. Sie behauptete, das Gesicht niemals deutlich gesehen zu haben. Manche Ermittler hielten das für möglich, andere hatten Zweifel. Doch beweisen ließ sich weder das eine noch das andere. Währenddessen konzentrierte sich die Polizei auf die versteckte Kammer. Und genau dort begannen die nächsten Rätsel. Der Raum war alt,
viel älter als zunächst angenommen. Bauhistoriker fanden Hinweise darauf, dass Teile des Kellers bereits existiert hatten, bevor die heutige Kapelle errichtet worden war. Offenbar waren bei mehreren Umbauten Bereiche einfach zugemauert worden. Dokumentiert wurde das jedoch nie vollständig. Dadurch entstand eine unangenehme Frage. Wie viele Menschen wussten überhaupt von diesem Raum? Die Ermittler überprüften ehemalige Eigentümer, Baufirmen, Verwalter, Handwerker, Pfarrer. Doch niemand konnte mit Sicherheit sagen, wann die Kammer zuletzt offiziell genutzt worden war. Noch merkwürdiger war die Tür. Sie war von außen erreichbar, allerdings nur über einen schmalen Versorgungsgang, den kaum jemand kannte. Selbst einige Mitarbeiter der Kapelle hatten noch nie davon gehört. Jemand musste diesen Zugang gekannt haben. Jemand musste gewusst haben, wie man die Kammer erreicht. Doch wer? Trotz monatelanger Untersuchungen fand die Polizei keine eindeutige Antwort. Natürlich entstanden zahlreiche Theorien. Die erste und naheliegendste lautete, dass Elizabeth entführt worden war. Viele Ermittler hielten dies bis heute für die wahrscheinlichste Erklärung. Doch selbst diese Theorie ließ wichtige Fragen offen. Wie gelangte die Täterperson ungesehen in die Kapelle? Wie konnte Elizabeth aus dem Vorbereitungsraum verschwinden, ohne dass jemand etwas bemerkte? Und weshalb gab es praktisch keine verwertbaren Spuren? Andere Theorien gingen noch weiter. Einige vermuteten, dass mehr als eine Person beteiligt gewesen sein könnte. Andere glaubten, dass jemand mit detaillierten Kenntnissen des Gebäudes gehandelt hatte. Wieder andere stellten die Frage, ob der Raum möglicherweise schon lange vor dem Verschwinden vorbereitet worden war. Besonders rätselhaft blieb ein Detail. Bei späteren Gesprächen erwähnte Elizabeth mehrfach ein Geräusch. Immer wieder. Ein metallisches Klacken. Sie konnte nicht erklären, was es bedeutete, nur dass sie es häufig gehört habe. Vor allem kurz bevor jemand den Raum betrat. Mit der Zeit verlor sich die Spur. Der öffentliche Druck nahm ab. Neue Fälle rückten in den Mittelpunkt. Und obwohl Elizabeth gerettet worden war, blieb das eigentliche Rätsel bestehen. Denn die wichtigste Frage wurde niemals beantwortet. Wer hatte sie unter der Kapelle festgehalten? Mehrere Jahre sind inzwischen vergangen. Die Schlagzeilen sind verschwunden. Die Fernsehberichte wurden archiviert. Und die meisten Menschen haben den Fall längst vergessen. Doch für jene, die sich mit ungeklärten vermissten Fällen beschäftigen, bleibt die Geschichte von Oak Haven bis heute ein Rätsel. Denn auf den ersten Blick scheint alles klar. Eine Frau verschwindet. Monate später wird sie gefunden. Der Fall müsste damit eigentlich gelöst sein. Doch genau das ist er nicht. Die zentrale Frage wurde niemals beantwortet. Nicht die Frage, wo Elizabeth gefunden wurde, sondern die Frage, wie sie überhaupt dorthin gelangte. Wie verschwindet eine Braut wenige Minuten vor ihrer Hochzeit aus einem Raum, der nur einen Ausgang besitzt? Wie gelingt dies, ohne dass Dutzende Menschen etwas bemerken? Und warum führte keine der größten Suchaktionen der Region auch nur ansatzweise zu dem Ort, an dem sie sich tatsächlich befand? Einige Menschen glauben, dass die Ermittler entscheidende Hinweise übersehen haben. Andere vermuten, dass jemand mit außergewöhnlich guten Kenntnissen der Kapelle gehandelt haben muss. Wieder andere sind überzeugt, dass bestimmte Details niemals öffentlich gemacht wurden. Was davon stimmt, lässt sich heute kaum noch überprüfen. Fest steht lediglich, dass viele Fragen offen geblieben sind. Vielleicht existiert irgendwo eine Erklärung. Eine einfache. Eine logische, eine, die sämtliche Ereignisse miteinander verbindet. Doch solange diese Erklärung fehlt, bleibt der Fall von Oak Haven genau das, was er seit dem ersten Tag war. Ein ungeklärter Fall. Basierend auf Berichten lässt sich heute nur sagen, dass Elizabeth Carter verschwand. 478 Tage später wurde sie lebend gefunden, und die Zeit dazwischen bleibt bis heute ein dunkler Abschnitt, über den mehr spekuliert als gewusst wird. Vielleicht wird eines Tages jemand die entscheidende Spur entdecken.
Vielleicht existiert sie längst in irgendeiner alten Ermittlungsakte. Oder vielleicht wird die Wahrheit niemals ans Licht kommen. Denn manche Fälle enden nicht mit Antworten. Manche Fälle enden mit Fragen. Und genau deshalb wird die Geschichte von Oak Haven noch immer erzählt. Nicht wegen dessen, was bekannt ist, sondern wegen allem, was unbekannt geblieben ist.